Zunächst möchte ich einmal erläutern, warum es überhaupt das Kükentöten gibt. Es ist so, dass wir heute mit zwei verschiedenen Rassen im Geflügelsektor arbeiten. Das heißt, es gibt einmal die Mastrassen und die Legerassen. Bei den Mastrassen werden die männlichen und die weiblichen Tiere gemästet und später das Fleisch konsumiert. Diese Tiere setzen sehr schnell sehr viel Fleisch an und verbrauchen entsprechend verhältnismäßig wenig Futter. Bei den Legerassen ist es so, dass das sehr viel agilere und schlankere Tiere sind und die weiblichen eben auf eine besonders hohe Legeleistung gezüchtet werden. Hier zeigt sich auch direkt die Problematik, denn diese weiblichen Tiere haben natürlich auch Brüder. Und die Brüder, also die männlichen Legehennentiere, sind eben sehr schlank, setzen nicht sehr viel Fleisch an und können so auch mit einem klassischen Masthähnchen nicht mithalten. Sie legen aber eben auch keine Eier und entsprechend ist die Reaktion heute aus der Branche darauf, dass diese Tiere am ersten Tag nach dem Schlupf getötet werden. Sie werden also als unwirtschaftlich definiert. In Zahlen bedeutet das, dass wir heute in Europa ungefähr 330 Millionen männliche Eintagsküken jährlich töten. Für Deutschland sind es ungefähr 45 Millionen männliche Eintagsküken. Diese Problematik ist schon sehr lange in der Gesellschaft und auch in der Politik bekannt und der Wunsch, es zu beenden, wird immer lauter. Es ist so, dass wir schon seit 10 Jahren ungefähr Förderungen in der Regierung haben, die nach Alternativen suchen und entsprechend Forschung beauftragt hat. Dieser Weg und Prozess, das Kükentöten zu beenden, ist mittlerweile so weit, dass wir ein Gesetz vorliegen haben. Das heißt, zum 1. Januar 2022 ist das Kükentöten in Deutschland verboten. Deutsche Brütereien dürfen also keine Küken mehr ab diesem Datum töten. Auch im europäischen Ausland hat natürlich dieses Gesetz einen Effekt. Wir sehen also, dass zum Beispiel in Frankreich jetzt ein Gesetzentwurf vorliegt, dass wir also hier auch zeitnah mit dem Verbot des Kükentötens rechnen können. Zusätzlich in Ländern wie zum Beispiel in den Niederlanden, die sehr stark exportieren im Eierbereich, sehen wir, dass auch hier die Lieferkettenstrukturen angepasst werden und zunehmend auf das Kükentöten verzichtet wird. Es ist also ein Thema, das ganz Europa beschäftigt und was eben auch dafür sorgt, dass sich die Mengen an Eiern ohne Kükentöten im Supermarkt stetig erhöhen. Natürlich ist auch der Lebensmitteleinzelhandel hier nicht unbeteiligt. Schon vor dem finalen Gesetz gab es erste Versprechen aus dem Lebensmitteleinzelhandel, die Anzahl an Eiern ohne Kükentöten zu erhöhen. Das heißt, es gibt zum Beispiel schon LEHs, die in diesem Jahr, also in 2021, schon ihr Sortiment im Frischeibereich auf ohne Kükentöten komplett umgestellt haben, obwohl das Gesetz eigentlich ja erst nächstes Jahr in Kraft tritt und auch die Vermarktung von Eiern mit Kükentöten theoretisch noch legal ist, denn der Import von Eiern mit Kükentöten ist ja weiterhin erlaubt. Also dieses Versprechen, das wir aus dem Lebensmitteleinzelhandel sehen, hat eigentlich einen viel, viel größeren Effekt auf die Branche, als es alleine das Gesetz hat. Wir haben also jetzt einen zunehmenden Umschwung auf ohne Kükentöten in den Regalen und auch das hat natürlich einen Effekt auf die Eierindustrie, da natürlich auch immer mehr Ware zur Verfügung steht an Industrieeiern ohne Kükentöten.